Hat der Typ nur Westen und ein paar Rucksäcke? Nein, der Typ hat natürlich auch noch Legrigs, Holster und so weiter. Und heute steigen wir mal in das Thema Legrigs, Beintaschen etc. ein. Weiter geht's nach dem Intro. Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. In dieser Episode möchte ich einen neuen Themenbereich vorstellen, zu dem ich das ein oder andere detaillierte Video machen möchte. Und zwar geht es jetzt um Beintaschen. Auch zu finden unter Thick Rigs, Leg Rigs, sämtliche verschiedene Bezeichnungen. Das macht auch immer jede Firma so ein bisschen unterschiedlich. Und ich möchte heute mal so einen kleinen Einstieg machen. Ich persönlich war im taktischen Bereich nie der größte Fan von solchen Sachen, mir irgendwie was ans Bein zu binden. Das wackelt beim Rennen, das ist, wenn man irgendwo reinklettern muss und so weiter, manchmal ein bisschen hinderlich. Ist nie so mein Ding gewesen. Manchmal ist es eine ganz gute Lösung, gerade um noch irgendwelches Material, was zusätzlich mitgeführt werden muss, irgendwo anzubringen. Oftmals sind die Soldaten ja schon überall beladen und das, was noch frei ist, ist so ein bisschen das Bein. Wir kennen das Ganze vom normalen Pistolenholster, was ja auch primär von Anfang an, also selbst, weiß nicht, diese Colts im Wilden Westen gab, schon irgendwelche Beinholster gab, die nur unten ein Lederbändchen dran hatten, um das Holster nochmal am Oberschenkel zu fixieren. Aber im militärischen Bereich ist mir das dann erst in Taschenform im Zweiten Weltkrieg aufgefallen, als es dann die ersten Grenade Carrier gab, die man mit dem Koppelsystem verbinden konnte und nochmal eine Schnürung hatten, um es am Oberschenkel zu befestigen in verschiedenen Versionen. Oder im Anschluss, gerade da ich ja noch viel im Vietnam-Ausrüstungsbereich unterwegs bin, beim Tragen der Gasmaske, wo es dann verschiedene Optionen gab, ob ich das Ganze mir einfach nur umhänge oder diesen Strap um die Hüfte binde und hier unten das Ganze noch mit dem Leg Strap am Oberschenkel fixiere, was sich auch sehr lange durchgezogen hat, bis hin dann irgendwann in den 80er, 90er Jahren, wo Law Enforcement Personal, also Polizei und andere Behörden, irgendwelche Beintaschen genutzt haben, um Zusatzmunition für ihre Revolver zu tragen, für Schrotflinten etc. Da hat Eagle eine riesige Palette gehabt damals, um alles Mögliche anzubieten. Und dann gibt es natürlich so essentielles Zeug, was die nutzen, um hier nochmal ein zusätzlich 3 Flashbang-Granaten am Bein zu tragen. Nice to know, diese Version hier war auch beim KSK im Einsatz, im ganz frühen Schwarzzeug, beim Kit Retten und Befreien. Und dann haben wir andere Sachen wie hier Zusatztaschen, um M4-Magazine mitzunehmen, um einfach nochmal ein bisschen mehr Kapazität zu haben. Was mir noch ziemlich prägnant im Kopf ist als Bild, ist gerade der Einsatz als First Aid Medic IFAK-Tasche. Das ist auch so ein Ding Ende der 90er, Anfang 2000er, wo die ersten IFAKs quasi auf den Markt kamen, wo man sieht dann die ersten Truppen, die so eine Taschen ausgehändigt bekommen haben in verschiedenen Ausführungen und dann zusätzlich am Bein einfach nur ihr Medic- oder IFAK-Material für sich persönlich mitgeführt haben. Zum anderen gibt es natürlich, wie ich schon erwähnt habe, gerade für diese Spezialbereiche immer Lösungen. Wir haben hier eine London Bridge Trading Tasche für Sprengladung. Die kann am Belt aufgenommen werden oder direkt unten ans Bein gebunden werden. Und man kann dann eben im Knien daraus Sachen rausholen. Weiter ging es dann natürlich auch mit moderneren Magazintaschen für die Beine. Wir haben das einfach ja gesehen, die haben sich auch weiterentwickelt. Und da sieht man dann auch öfter mal, dass Hubschrauberpersonal, die Doorgunner etc., die Crew extra noch zusätzliche Droplegs irgendwo im Hubschrauber hängen haben und dann wahrscheinlich im Fall des Falles bei Absturz etc. nur die Tasche mitnehmen zu müssen und zusätzlich Magazine mitführen zu können, weil die Survival-Westen ja meistens nicht darauf ausgelegt sind, eine Unmenge an Munition zu tragen. Was dann natürlich mit der Zeit auch irgendwann gekommen ist, sind wie hier bei diesem Modell von 2003 aus dem MLCS-Kit eine Molle-Plattform, die auch in verschiedenen Weisen getragen werden kann, um so nochmal zusätzlich individuell Molletaschen ans Bein zu bringen. Was sich durchgezogen hat durch die ganze Zeit, ist immer noch die ABC-Tasche für die ABC-Schutzmaske. Und zwar als Zusatzoption, die Maske braucht man nicht immer, nicht in jeder Situation. Und so kann dann bei Bedarf die Maske einfach mitgeführt werden und man hängt sich das Ganze noch an einem Gürtel und kann die einfach mittragen, weil oftmals keine Taschen dafür mehr am Plattenträger vorhanden waren.
da man nicht mehr so wirklich die ABC-Schutzmaske benötigt hat in vielen Fällen. Genau. Und da wollen wir ein bisschen einsteigen ins Thema und dann werde ich euch die eine oder andere Tasche mal ein bisschen im Detail vorstellen, mal schön ein paar Referenzbilder zeigen und mal vielleicht noch mal ein bisschen in die Entwicklung gehen. Dann bedanke ich mich erstmal wieder fürs Zusehen. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ciao.